Hallo Leute, willkommen bei einem Spezialvideo. Und hier könnt ihr zusehen, wie ich ein Modellauto restauriere. Ihr denkt euch jetzt bestimmt, oh toll, er restauriert einen Burago. Ja, das stimmt erstmal, hört sich echt nicht spektakulär an. Aber dieser Burago ist wirklich was Besonderes. Er ist nämlich einer von diesen Erstserien von der Ferrari GTO aus den 80er Jahren mit dem geschlossenen Lufteinlass hier hinten. Das ist wirklich super selten. Aktuell gibt es auch keinen im Angebot, weder bei eBay noch bei eBay Kleinanzeigen. Und der ist wirklich ultra selten. Dieses Modell wird jetzt komplett zerlegt und dann kriegt er original Ferrari-Lack drauf, also wird er richtig schönes Rot und nicht dieses Burago alles rot, weil dieses Rot hat Burago auch auf den Porsche gemacht, auf den SL gemacht, auf Ferraris gemacht, auf keine Ahnung, auf allen Autos. Immer das gleiche Rot. Und diesmal kriegt er ein echtes Original Rot. So, und dann kriegt er noch den Scheinwerfer ausgetauscht. Und natürlich auch neue Decals. Ne, hier, das sind Decals. Und ich hoffe, ich kriege die ein bisschen besser hingeklebt, als Burago das gemacht hat. Abwarten. Ja, hier ist der Scheinwerfer noch Putte. Hier fehlt ein Griff, der wird natürlich auch noch ersetzt. Und ja, sonst gibt es ja eigentlich ja nicht mehr viel zu reparieren oder auszutauschen. So, da geht ihr eigentlich ziemlich einfach vor. Da löst ihr erstmal die Lippe vorne. Ihr seht schon, in welchem schlechten Zustand der Lack ist. Alles Fratze. Das Modellauto wird in einer richtigen Autolackiererei lackiert mit echten Autolacken. Das wird keine Spraydosen, Kellerlackierung oder wie auch immer, sondern eine richtige professionelle Lackiererei in einer Lackierkabine. Diesen Service biete ich ja auch an. Gibt es auch ein Video dazu. Das könnt ihr euch auch anschauen. Da seht ihr ein paar umgesetzte Projekte. Und ja, sonst gibt es eigentlich da nicht viel zu erzählen. Preise variieren, je nachdem wie hoch der Aufwand ist. Ja. So, Tourenbrand. Ach, ja, stimmt. Man muss erstmal den Schnellverschluss oben abziehen. Also ihr müsst erstmal hier den Schnellverschluss abziehen. Dafür geht ihr zwischen Chassis und Karosserie. Und dann geht das hier Asifa alleine ab. Das war eigentlich kein Ding. So. Dasselbe geht auch mit den Scheiben. Dann müsst ihr erstmal den Tankdeckel abmachen. Den kann man auch von innen einfach aushebeln. Oh, Rücklicht ist kaputt. Hier, das ist eine knifflige Arbeit später wieder. Das ist echt eine Fummelsarbeit, den Scheinwerfer hier wieder ordentlich zusammenzubauen. Kaputte Scheinwerfer weg. So. Soweit so gut. Der Rest macht der Lackierer, der wird das ganze Modell anschleifen und dann schön in Original Ferrari Rot neu lackieren. Das wird ein schöneres Rot sein als das, da das ist ein bisschen zu dunkel geraten. Normalerweise ist Ferrari Rot viel schöner. Moment. Da, schaut wie jetzt hat das Ferrari Rot nämlich besser getroffen. Seht ihr es? Und so ungefähr wie der hier wird er dann auch aussehen. Ein schöner. Ja, das ist ja wirklich nicht mehr ganz so schön, das Rot. So, das war's.
Eigentlich hätte ich dieses Modellauto ganz normal klassisch zerlegt und verschrottet, ne? Aber halt die Besonderheit mit dem geschlossenen Kiemen macht das Modellauto echt rar. Und wenn dann auch noch im Originalzustand neu lackiert, in Original Ferrari Lack, dann ist es schon was Besonderes und qualitativ auch hochwertiger als jetzt. So, bis dann, bis zum nächsten Video. Nächstes Video ist dann, wenn ich die wieder zusammenbaue. Danke fürs Zuschauen. Ciao, Freunde. Hallo Leute, willkommen bei meinem Restaurationsvideo. Damit ihr seht, was für ein Unterschied das ist zwischen dieses Original Ferrari Rot und Burago Rot. Das ist Original Ferrari Rot mit echtem Autolack und das ist Burago Rot. Das gleiche Rot hat Burago auch auf dem Porsche, auf dem Mercedes, auf dem Käfer, überall haben sie drauf geknallt, die Farbe. Und das ist echt grausam. So. Dieser Teilespender dient, den hier wieder aufzubauen. Und die Teile liegen hier. Für den. So. Der wurde komplett entlackt und neu lackiert. So. Jetzt schön vorsichtig sein. Ja, nicht den Lack zerkratzen. So. Ja, wenn ihr mich jetzt fragt, warum zum Teufel restauriere ich hier einen scheiß Burago, ne? Ganz einfach. Dieser scheiß Burago ist was Besonderes. Jetzt nicht für mich persönlich. Das Besondere an diesem Modell ist die geschlossene Lufteinlass hier hinten. Das ist die aus der ersten Serie. Das ist, was ihr meistens kennt. Die offenen. Die gibt es zu Millionen. Die nicht. Der gelbe da hinten ist genauso. Seht ihr? Beide kamen so an wie der hier. Totale Wracks, total vernichtet. Ich habe es jetzt komplett restauriert, also komplett neu lackiert. Also nicht ich, sondern mein Lackierer. Und ja, aktuell gibt es keinen weiteren auf dem Markt, den man kaufen kann mit den geschlossenen Lufteinlass hinten. Also was richtig, richtig selten ist. Und das vom Haus Burago. Das ist echt jetzt. Oh, fängt schon gut an, ey. Bricht einfach so der Pin ab. Und dieser Pin ist wichtig. Da muss ich gleich noch einen anderen Teilespender holen, ey. Das gibt's doch nicht. Der Pin ist wichtig, der hält nämlich den Scheibenrahmen fest. Deswegen ist der Pin wichtig. Kein Pin, kein festhaltender Scheibenrahmen. So. Oh Gott, jetzt echt jetzt. So. Ja, mit dem Tankdeckel. Oh, ist der echt auch abgebrochen. Oh, fängt ja schon gut an. Fängt ja schon gut an hier, ey. Sekunde, Leute. Gott sei Dank, ich habe noch einen Teilespender. Einer mit Lackschäden. Unglaublich, da sieht ihr mal, wie empfindlich auch so ein Burago sein kann, ne? Bin mal gespannt, ob ich jetzt den hier intakt rausbekomme.
Fängt ja schon gut an, ey. Und das mit dem Murago, ey. Na komm schon. Ich versuche mir gerade so wenig Arbeit wie möglich zu machen, aber ich glaube, mir wird das nicht gelingen. Aha, der Pin ist ganz. So, es geht weiter. So, erstmal die Scheibenrahmen rein. So. Dann die Scheibe. Das Schöne an Burago ist, die sind ja gesteckt. Nur nichts da bekommen. So. Ach, wie war das denn nochmal? Erstmal das Inlet, oder? Ja. So rum. Ja, ist ein Scheinwerferglas. Ja, die Scheinwerfer sind immer so ein Knackpunkt bei dem Modell. Hier kann man sich jetzt entweder einen fetten Lackschaden reinmachen oder den Scheinwerfer kaputt machen. Boah, ist das also das ist echt eine neuralgische Stelle. Das kann ich euch jetzt schon mal sagen. Oh, komm schon. Das Problem ist jetzt mit dem Lack, ne, ist ja jetzt auch ein bisschen dicker. Also, mein Gott schon, komm jetzt. Ist das eine blöde Fummelarbeit, ey. Ich muss ja gleich noch weiter fummeln, ey. Ich hätte ja noch einen zweiten Scheinwerfer. Ja, das kann noch Stunden dauern. So. Oh, echt jetzt? Da ist so viel kaputt an dem Vorgänger, ey. Welcher Scheinwerfer ist das? So. Guck, wie schön leicht die abgehen, ey. Würden sie auch so schön leicht auch wieder dran gehen.
Und Teil 2 des Fummelkrieges hier. Ich habe schon ewig kein Modellauto mehr restauriert. Eine Zeit lang habe ich viele Modellautos immer restauriert. Und dann irgendwann habe ich das mal sein lassen, weil ich zu viele Schlachtaufträge bekommen habe. Ich meine, eigentlich habe ich jetzt auch. Ja, wenn ihr jetzt gleich auf mir auf so eine Schlachtbank guckt, ne? Dann kriegt man Albträume von. So viel zu tun hatte ich. Habe ich. Türen aufmachen. Türen zumachen. Motorhaube auf. Den Schnellverschluss. Bis das Klicken hört. Klick. Das ist nämlich wichtig, dieses Klicken. Damit rasten die dann ein. Mhm. Sehr gut. Das Schöne ist, alles ohne Kleben. Mein Gott, dumme Schraube. Deswegen restaurieren ja auch viele Leute momentan Buragos. Das ist angenehm. Das ist einfach. Und gibt einem das Gefühl von Erfolg. Natürlich lohnt sich ein Autoart, Mini-Champs oder was auch immer sich viel mehr, ne? Keine Frage. So. Aber manchmal ist der sentimentale Wert, sagen wir mal so, oder die Kindheitserinnerung einfach mehr wert. So. Wir sind jetzt schon fast fertig. Türgriff. Mal eins. Ach komm schon jetzt, ey. Komm, wir sind schon fast fertig. Nur noch die Decals gleich. Oh, ich hasse das, ne? Wenn so Kleinigkeiten aufhalten.
Perfekt. Restauration. So weit, so gut. So. Mhm. Die hasse ich am meisten. Diese Foto-Ads-Teile. Normalerweise habe ich nie Geduld dafür. So Wasserabziehbilder, ey, ich hasse die. Nummernschild. Ja, ist zwar nicht ganz korrekt das gleiche, aber lieber das wie gar keins. Die kann man immer noch bei eBay kaufen. Sind auch nicht allzu teuer. Ich komme sofort wieder. Ich hole mal eben Wasser. Ja, man braucht Wasser dafür. Nicht viel, aber man braucht es. Jetzt wird das richtig fummelig, Leute. Oh, guckt euch das mal an, echt. Am besten nimmt ihr das alte Modell, den Teilespender als Vorbild. Dann wisst ihr ungefähr, wo was hinkommt. Das dauert einen kurzen Moment. Komm schon, löst dich mal. Normalerweise am besten nimmt ihr warmes Wasser. Ich habe jetzt leider kein warmes Wasser hier unten. Okay. Und achtet drauf, dass ihr mit dem Finger nicht wieder drankommt, ne?
Perfekt. Gucken. Ja, sehr gut. Normalerweise hat er ein schwarzes Kennzeichen. Aber das gab es leider nicht mehr. So. Hier. Das ist ein ganz altes Decoy. Guck mal, ich krieg mal das. Nee. Das hält nicht mehr. So, das war's. Den gelben werde ich jetzt ohne euch zu Ende basteln, weil rot oder gelb. Das war's. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gezeigt, dass sowas eigentlich auch ziemlich einfach gehen kann. Wie gesagt, achtet jetzt schön in Ruhe trocknen lassen. Das geht eigentlich relativ fix. Sobald das Wasser weg ist, sind die Dinger auch trocken, also fest. So. Und ich persönlich finde die hier authentischer wie die da. Seht ihr? Hier sind diese Italien-Fahne, ist besser ausgeprägt wie hier. Und das sieht auch schöner aus. Hat sich ein bisschen verschoben. Das sieht so mickrig aus, das sieht zu klein. Ich kenne das Auto in echt, das habe ich schon mal in echt gesehen. Und ich weiß, dass er eigentlich auch diese großen hat und nicht diese kleinen. Und wie seht ihr, die Italien-Fahne ist so winzig. Das funktioniert nicht. Lieber so. So. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Die kleine Restauration. Der nächste ist der Original Ferrari Gelb. Der wird genauso schön gemacht. Und ja. Dankeschön fürs Zuschauen. Kommentiert, wenn es euch gefallen hat. Daumen hoch, Daumen runter, wie ihr möchtet. Danke fürs Zuschauen. Bis dann.